Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir euch frisch gepresst haben, sind Lufthansa-lastig. Lufthansa zum Beispiel, was machen die mit der Knete aus der 747-8er Verkauf? Dann PPV-Flottenzusage, Piloten leiden Schiedsverfahren gegen die Lufthansa ein. Lufthansa Gewinnmotor Intercont, Lufthansa setzt noch mehr auf die Langstrecke. Und Lufthansa Group Rebranding, kommt das überhaupt auf die Flugzeuge von anderen Fluggesellschaften? Wie wird das weiter benutzt? Und es gab ja da so ein paar Meinungen, dass die Leute unhappy sind, außer natürlich im Lufthansa-Konzern in Deutschland. Ja, und Thema Nummer 5 ist, viele von euch fragten mich, du bist ja so ein Hilton-Spezialist geworden, wider Willen. Wie sieht das aus mit dem Hilton Society-Status, dem Invitation-Only-Status? Was kann ich daran verlangen zu bekommen oder beziehungsweise was bekomme ich da? Und da lasst uns mal einfach vergleichen, was andere geheime Status bringen, wobei so geheim sind sie ja nicht, weil wenn wir sie kennen, sind sie ja nicht mehr geheim. Und was bringt der Cobalt-Status eigentlich und wer kriegt ihn überhaupt? Also nein, am Hand des Cobalt-Status, wer den Hilton Society-Status kriegt und am Hyatt Status, der ja Courtesy Card heißt. Also an dem Beispiel werden wir das verhackstückeln, wer diesen Status kriegt, also den Hilton Society Status. Ich weiß gar nicht, der Name ist auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Machen wir die Kamera noch mal ein bisschen näher ran. Nee, geht eigentlich nicht. Okay, dann halt nicht. Ja, das erste Thema haben wir, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst und auch kommentiert. Dann geht das los, kommt auf School. Lufthansa hat ja so einen Geldsegen, da hat man Kollekte eingesammelt, hat die 747-8er verscherbelt und hat dann zwei losbekommen. Das ist einmal die Alpha Bravo Yankee Delta und die Alpha Bravo Yankee Golf, Baujahr 2012, 2013. Käufer ist die US Air Force, da möchte man die Piloten für die Air Force One drauf trainieren. Und was auch natürlich lustig ist, danach sind sie Ersatzteilspender. Und das bringt halt einen hohen Buchungsgewinn, bringt auch Liquidität. Und da muss Lufthansa direkt dafür sorgen, dass die Knete natürlich verbucht wird und verarbeitet wird. Ja, die Störung für die Planung, das ist halt sehr kurzfristig. Nur ein Problem kann dann aufgefangen werden. Denn die 787-9er Auslieferungen, die stabilisieren sich. Natürlich ist es so, dass man da keine Business-Class-Sitze so im großen Stil verkaufen kann, wie man das so gedacht hat. Ich glaube nur 4 Stück von 28, wie das war. Und Lufthansa will aber trotzdem den Exit verzögern für die 340-600er. Also das heißt, da gibt es auch mehr, dass man Kapazität hält. Und der effektive Kapazitätsverlust nur im unteren einstelligen Bereich. Der Nebeneffekt, der Allegris-Umbau der 747-8er Teilflotte wird einfacher, weil man weniger Buden umbauen muss. Statt einer größeren Teilflotte hat man nur noch 747-8er 17 Stück im komplexen Allegris-Kabinenumbau. Flottenbewerter sehen die Restwerte gebrauchter 747-8er bei 100 bis 150 Millionen je Flugzeug. Aber die Lufthansa soll wohl angeblich da ein bisschen mehr rausgehoben haben. Korean verkauft ja 2024 5 747-8er nach Amerika zu 135 Millionen Dollar pro Stück. Die sind ja die Basis für diese E4Bs, das sind diese Doomsday-Bomber. Und jetzt kommen wir dazu, was will die Lufthansa damit machen. Die Lufthansa will in 2 neue Intercont-Jets stecken, Optionen mehr Airbus A350-1000er oder zusätzlich 777-9er. Und man hat ja den 350-1000er Auftrag schon ausgebaut auf 15 Flugzeuge. Man kann bis zu 25 weitere 350-1000er nehmen oder bis zu 24 zusätzliche 777-9er. Ja, Unsicherheit liegt natürlich immer wieder bei der 777-9er, wann die Bude endlich an den Start geht. Und dann auch die andere Frage, was ist denn mit dem 350er 1000? Gehen die nach München oder gehen die nach Frankfurt? Und Carsten Spohr sagt, es war so viel Geld, da konnten wir nicht Nein sagen. Und ich denke mal, dass da natürlich das verständlich ist. Ja, ist das ein genialer Cash-Move oder ein Risiko, weil Lufthansa damit Kapazität, Flexibilität und das letzte verlässliche Großgerät gegenüber einer 777-9er, wann die überhaupt kommt, so quasi hinstellt? Könnt ihr ja mal beantworten. Weiter geht es dann mit dem Thema PPV-Flottenzusage. Perspektiv, warte, ich muss ablesen.
Perspektivvereinbarung garantierte ja bis, so heißt es PPV, Perspektivvereinbarung, garantierte ja bis 2017 eine Mindestflotte von 325 Flugzeugen unter dem Kerntarif inklusive Cargo- und Germanwings-Anteil. Lufthansa hat den PPV ja Ende 2021 gekündigt. Die Cockpit-Vereinigung, also VC-Vereinigung Cockpit, vermutet, seitdem Lufthansa unterschreitet, unterläuft die zugesicherte Mindestflottengröße, betrifft Lufthansa und Lufthansa Cargo logischerweise. Und damit hat man ja ein Schlichtungsverfahren, was man jetzt einleiten möchte. Einberufung war ja Ende 2024 angekündigt, das kommt jetzt erst. Und man will weitere Einigungsversuche, Gespräche und anwaltliche Schreiben mit der Vereinigung Cockpit und der Lufthansa erwirken. Aber Kern ist halt wirklich, welche Bindung gilt nach Kündigung von dem PVV noch? Und Lufthansa und VC haben höchst unterschiedliche Sichtweisen. Inhalt der ursprünglichen PPV-Zusage aus 2017, also die galt nicht bis 2017, glaube ich, habe ich falsch gesagt, die gilt seit und wurde dann gekündigt, ist so, dass man 103 Intercont, 174 Cont bei Lufthansa hat, 10 Frachter bei der Cargo und 38 Maschinen bei der Germanwings, also sind es 325 Flugzeuge. Stufenweiser Rückfall auf den Konzerntarifvertrag, Flottenzugang löst sich in die Luft auf, aber Lufthansa bekommt Abschmelzungsspielräume, denn diese Abschmelzungsphase, internen Abbau von 23 Cont-Flugzeugen Schritten zwischen 2022 und 2027, ist so, dass man die Kernflotte schneller bluten lässt und mehr ausbluten lässt, als es eigentlich so gedacht war. Die Thematik ist natürlich, dass man die Tarifmechanismen meint, dass sie mehr interne Verlegungen zulassen, aber auch, dass das Freiwilligenprogramm 389 Piloten ging, 250 mehr als geplant, weniger KTV-Piloten gleich weniger KTV-Flugzeuge und neben 23 seien auch Abbau um bis zu 72 möglich. Der Zusatzvorwurf aus 2024 ist ja die Aushöhlung via des entkernten Germanwings AOCs, also das heißt, die sind ja auch weggegangen. Und wenn man sich das anguckt, ist es so, dass die Arbeitgeberseite über Monate hinweg mehrere Gelegenheiten eingeräumt hat, sagt Andreas Pinheiro, dass also man der Arbeitgeberseite dort Möglichkeiten gegeben hat. Und er sagt auch, unsere Argumente wurden weder konstruktiv beantwortet noch inhaltlich entkräftet. Und die Lufthansa erwidert da, die Einleitung des Schiedsverfahrens markiert einen weiteren Tiefpunkt der Sozialpartnerschaft. Und man ist halt 2027 genau da, wo man 2017 ausgelaufen ist, immer wieder im Konzerntarifvertrag im KTV. Ja, gibt es hier um Vertragstreue oder um eine strategische Entkernung der Kernmarke zugunsten günstiger AOCs, bis die 325 so, nur noch Theorie sind. Also ihr könnt dazu was schreiben. Interessant ist auch beim nächsten Thema, dass natürlich die Lufthansa die Intercont-Strecke als Gewinnmotor sieht. Denn die Gewinnmotor ist so, dass die Zusammenfassung, wenn man sie einfach so sieht, wie Carsten Spohr sie skizziert, sagt, dass man 6% Kapazitätsaufbau auf der Langstrecke haben möchte und Gesamtverkehr nur um 3,5% steigt. Das ist natürlich so ein Thema. Hub-System stärker integrieren, Kurzstreckenwachstum begrenzen, trotzdem die Langstrecken ausbauen. Ziel ist es auch nicht mehr, jeden Hub mit jedem Kurzstreckenziel zu verbinden. Heißt also, dass man dann quasi noch Hub-Hopping machen kann. 2026 bedient Lufthansa ja 6 Langstrecken-Drehkreuze. Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und natürlich die Freunde aus Italien in Roma. Rom kommt durch die Mehrheitsübernahme der ITA Airways logischerweise. ITA soll der Starlines und der A++ Transatlantic Joint Venture integriert werden. Finanziell sieht das Ganze so auf, dass die Großraumflotte wachsen soll. Cont-Flotte bleibt in der Stärke unverändert. Wachstum im Cont-Verkehr nur noch über größere Muster. Heißt also, dass man zum Beispiel die 321er Neos einsetzt, anstatt kleinere Maschinen. Und jedes neue Intercont-Flugzeug soll ein EBIT plus 10 Millionen pro Jahr bringen, also ein Plus. Struktur- und Kostenkomponente Lufthansa Classic wird stärker auf Langstrecke getrimmt durch das Turnaround-Programm. Wir kennen das ja. Bei der City Airlines Discover liegt die Kostenblock bis zu 40% niedriger als bei der Lufthansa Classic. 50% der Lufthansa Airlines Kurzstreckenflotte ist halt bei der Disco und bei der City. Damit ist es so, dass natürlich Zweifel sind, wie kann ich denn die Lufthansa Flugzeuge füllen, wenn ich keine Feeder habe? Macht ja keinen Sinn, oder? Und das andere ist, wie kann das sein, 40%, waren es nicht früher mal 20%, so als reines Stichwort.
Und natürlich ist das so, dass natürlich dieses Konfliktpotenzial, was da mit der Vereinigung Cockpit ist, natürlich auch ein Problem für uns sein kann, dass es in der Langstrecke, nein, in der Langstrecke, natürlich zu Streiks führen kann. Da könnt ihr euch ausdenken, was ihr antwortet, denn wenn die Kurzstreckenfeed bewusst begrenzt wird, kommt dann die Auslastung für die Mehrlangstrecke aus Rom, Italien, aus Rail Fly, aus O&D oder durch die Kannibalisierung innerhalb der Gruppe, dass man also quasi guckt, wer kann am billigsten produzieren. Das vierte Thema ist der neue Markenauftritt bei der Lufthansa. Da ist es so, kommt das jetzt auch auf die anderen Flugzeuge bei der Austrian, Swiss und so weiter drauf. Und Lufthansa überarbeitet halt ihren Markenauftritt, das ist ja der Kranich ohne Kreis. Juristisch besteht die Lufthansa aus 300 plus x Gesellschaften, ein paar hundert Brandings, Markenidentitäten ja aus Projekten. Und man kann natürlich sagen, das ist natürlich kein radikaler Dachmarken-Only, sondern Ordnungsorientierungssystem. Nicht unbedingt Marken reduzieren, sondern System schaffen. Kunden sind beim Reisen oft unsicher, bei welcher Fluggesellschaft sie jetzt gebucht haben und gehört das zur Lufthansa, was ist das für eine Bude und so weiter und so fort. Also das heißt, da gibt es natürlich viel Verwirrung und das ist ja ganz klar. Wobei die 300 sind natürlich die Fluggesellschaften und AOCs, das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, sondern das sind natürlich Beteiligungen, die Lufthansa auch außerhalb hat. Einzelmarken bleiben eigenständig, denn Swiss bleibt Swiss, Swissness als Stichwort und auch keine Vermischung mit der Kernmarkenidentität. Das Nutzenargument sind natürlich Irregularitäten, Umbuchen innerhalb der Gruppe einfacher, ohne externe Abstimmung, nahtloses Erlebnis, auch wenn es heute nicht perfekt ist. Und die Designlogik ist ja auch eine Geschichte, dass man sagt, die Farbgebung orientiert sich an Flughöhen, also grün, rot, blau, Abstufungen, Leitmotiv Trust at every altitude. Die Lounge-Strategie außerhalb der Heimatmärkte, keine 3 Lounges nebeneinander, Swiss, Ella und Austrian, sondern eher ein Lufthansa Group Lounge. In Norg zum Beispiel eher Lufthansa-Anstrich, je nach der dominanten Fluggesellschaft. Kranich wird sanft angepasst, Darstellung ist halt ohne den Kreis und natürlich die Wortmarke Lufthansa Group. Aber nicht auf Flugzeugen von Swiss, Austrian und Brüssel. Dort bleibt gegebenenfalls Member of Lufthansa Group ohne den Vogel stehen. Die Rollout fängt auch jetzt nicht an so BAM, da ist es, sondern das geht natürlich sukzessive. Keine Neulackierung, nur fürs Rebranding, Umsetzung im regulären Produktionsding. Ja, wird Lufthansa Group an den Touchpoints wirklich für Vertrauen sorgen oder verwässert es die langfristig die Premium-Positionierung von Swiss Austrian gerade außerhalb der Heimatmärkte, weil die Leute das ehrlicherweise nicht verstehen. Ich zum Beispiel, wenn ich in Dubai eingeladen worden bin zum Oktoberfest, dann sind wir ja auch gegangen und jetzt mittlerweile, beim letzten Mal war Jens Bischof da, glaube ich, von Eurowings. Und das war dann Eurowings gebrandet. Also insofern, ja, ist das für den hier wie ihr oder wie ich nicht da so täglich drin sind, ist das schon ein Thema. Die verstehen das einfach nicht, warum man dann im Flugzeug sitzt. Und im Zweifelsfall sitzt ihr sogar bei Air Baltic im Flugzeug, weil die dann für den Wettlis sorgen. Also alles äußerst kritisch für die Leute natürlich. Ja, das letzte Thema heute ist der Hilton Society Status. Und da habt ihr gefragt, ja, wie komme ich da ran? Was muss ich tun? Welche Leute kriegen das? Da kann ich euch keine Antwort geben. Man kann halt nur gucken, was bei anderen Fluggesellschaften oder bei Hotelketten in dem Fall an Themen sind. Heißt also, diese Invitation-Only-Status, die es gibt, bei Marriott Bonvoy Hazard Cobalt, kommt von Ritz-Carlton, erspare ich euch die Geschichte. Bei Hyatt ist es die Courtesy Card und so weiter und so fort. Also da gibt es viele. Bei Fluggesellschaften gibt es ja den Global Service, die Delta 360 oder Concierge Key bei American Airlines. Und da ist es halt so, dass dieser Marriott Cobalt Elite zum Beispiel oder die Fluggesellschaftsstatus einfach frei Hand gegeben werden, wenn da jemand der Meinung ist, dass dem so ist. Allerdings bei Marriott ist es so noch etwas restriktiver. Auch der I.O. bei Emirates ist restriktiver, der wird halt vom Vorstand vergeben, beziehungsweise direkt von Tim Clark oder bei Marriott vom CEO. Deshalb weiß ich nicht, wie es bei Hilton abläuft. Bei Hyatt wird es auch vom CEO abgegeben, aber da kriegen es zumindest die Hotelbesitzer und da gibt es eine Zahl von unter 2.500 Leute, die haben. Also, aber nagelt mich nicht auf die Zahl fest. Heißt also, dieser Invitation-Only-Status bei Hilton, wenn man sich das anguckt, ist natürlich nicht mit dem normalen Status zu vergleichen. Wenn wir bei Hilton halt gucken, wie viele Nächte braucht ihr, neuerdings ja nur noch 40 Nächte, um den Diamond zu bekriegen, Reserve 80 und $18.000
dort lassen müsst. Bei Merit sind es ja 23.000 und 100 Nächte für den Ambassador. Und so ist es so, dass halt der Cobalt als Status-Benefit und auch andere Programme eigentlich sehr überschaubare Vorteile hat. Bei Merit ist es eher überraschend, dass man dort halt einen Brief vom GM kriegt und personalisierte Amenities bei Premium-Brands. Und bei Ritz-Carlton gibt es noch Lounge Access und Management Greeting und die GM-Einladung zu einem Moment. Da heißt das so ein Drink oder irgend sowas. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wo man sagt, ja, kommt von Ritz-Carlton. Aber dann, je weiter man runtergeht in der Geschichte, ist es, dass natürlich es immer schlimmer wird, hätte ich fast gesagt, wenn es halt eine Kette ist, die halt im Select-Bereich ist. Heißt also Select Service, wie zum Beispiel dann 4 Points oder sowas, dann ist da natürlich nicht so viel mit Benefits oder sowas. Ja, bei Edition gibt es ein VIP-Table, Centuries Einladung zum Ritual Moment. Aber die harten Benefits sind halt nicht ganz so wichtig wie die Soft-Benefits, die man hat. Heißt also weniger Geschichten, denn die Hotels kümmern sich dann schon aktiv um die Leute. Probleme werden schneller gelöst oder es gibt diese Probleme einfach gar nicht, weil dann kommt einfach diese Yes, we can Attitude und natürlich auch Priorisierung. Natürlich, wenn man sagt, wie viele Mitglieder es gibt, kann ich euch nicht sagen. Müsst ihr bei Merit mal nachgucken, auch bei anderen Sachen, auch beim Horn Circle wissen wir es ja nicht. Und Horn Circle ist ja kein Invitation Only, sondern da gibt es ja auch eine klare Regelung. Ja, ist Invitation Only am Ende nur ein PR-Siegel und das effektivste Steuerungsinstrument im Very Important Guest Own ohne offiziell produzierende Gegenleistung maximal zu pampern? Erinnert mich so ein bisschen auch American Express, wo man den Centurion-Karte eingeführt hatte, weil die Leute sagten, da muss es einen Status geben, da ist was Geheimes und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja, machen wir es ja einfach. Und so ist dann halt dieser Status entstanden, der Centurion-Card, wobei die Leute jetzt behaupten, es gibt noch einen Status drüber. Ich habe das nie gehört, ich habe da keine Indikationen zu und jeder bei American Express, mit dem ich darüber gesprochen habe, auch in New York oder sowas, nee, gibt's nicht. Deshalb, ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und die Fragen zu beantworten. Kommt auf School. Einmal die Frage, ist es so, ist der 747-8er Verkauf gerechtfertigt oder nicht, um damit dann das Risiko der 777-9er zu gehen oder was ist da einfach nur die Knete wieder im Spiel gewesen? Und die andere Frage ist, ja, nehmen wir doch das einfach, ist der Merit Cobalt, also quasi so wie der Hilton Society Status, ein echter Mehrwertstatus oder halt ein Mechanismus, um halt eine bevorzugte Behandlung ohne harte Benefits zu versprechen. In dem Sinne, abspannen, bis dann, ciao, ciao.